Dachte schon, wo das... Ja. Bloody ist fein, wenn man arm ist. Und wenn man Bein ist. Boah. Heilige Scheiße. Mann, war der gut. Keine Sorge, da kommt gleich ein Elementor und nimmt dir alles weg. Erst dein Auto, dann dein Haus, dann deine Frau und dann den Level-Spot. Er ist gerade noch damit beschäftigt, dein Haus auszuräumen, dein Auto zu verkaufen und anschließend geht er dann in Fly Online und nimmt dir auch noch den Level-Spot. Das dauert halt ein bisschen, ne? Er muss ja erst zuschlagen, dort wo es richtig weh tut. Bevor er dann auch noch die Fly XP. Und ich meine, Hernes Knuckle. Also, kann man natürlich aber auch immer drüber streiten, aber ich sag mal so, es gibt ja die AOE-Waffen, beziehungsweise AOE-Klassen und die Nicht-AOE-Klassen. Und ich meine, ja gut, ich meine, ja, kommt drauf an. Aber BP spielt ja eigentlich kein Mensch AOE. Fast alle spielen Momibon BP. Und du würdest ja wahrscheinlich, also zu 99% würde ich persönlich schätzen, als BP oder auch Blade und so weiter, würdest du niemals lieber auf Waterball gehen. Waterbomb meine ich natürlich. Also du wirst quasi nicht Waterbomb 9% einem maximalen Crit Damage Slot quasi vorziehen. Das heißt, wenn Crit-Rate und Crit-Damage eigentlich perfekt sind, mehr oder weniger, dann ist der Knuckle eigentlich perfekt. Und bei einer Axe, also für mich persönlich wäre es zumindest so, bei einer Axe-Sword auch Bow. Ja, Bow ist schon wieder ein bisschen anders, weil Ranger ist ja schon eine gute AOE-Klasse. Oder auch eine richtige AOE-Klasse, in Anführungszeichen. In meinen Augen eine richtige AOE-Klasse. Aber, ja. Also ich denke, man kann sowas dann schon als hat. Naja, aber ich meine, wenn ich mehr Damage machen wollen würde, würde ich mir eigentlich einfach, in Anführungszeichen, großes Anführungszeichen, einfach der Lusakas Crystal Waffe holen. Weil die hat ja sowieso nochmal mehr Damage, weil sie höhere Maximalwerte hat. Und ja, einfach die bessere Waffe im direkten DPS-Vergleich ist. Aber gut, da scheitert es einerseits daran, dass Lusakas Crystal-Waffen alles andere als einfach zu bekommen sind. Und für die meisten Klassen zumindest. Und ja, also so wahrscheinlich kaum jemand denkt, außer mir vielleicht. Ich denke so. Verdammt. Die soll einfach Sneak Peek morgen machen. Mit Tower F6 and the possibility to drop Hernes Weapons dort. Tun sie's, Mr. Gala. Tun sie's, Mr. Krabs? Nee, spüren sie's, Mr. Krabs? Spüren sie's, Mr. Krabs? Spüren sie's, Mr. Gala? Spüren sie's, Mr. Gala? Please. Und dann Solo Tramnux, Solo Wilds, wie damals bei Fly PC, wo du einfach da stündlich einen Runs machst, durchrennst und dir eine Lusakas Waffe nach der anderen holst. Fly PC Droprate, Solo Lusaka Farming. Hell yeah. Wenn ein Vorteil hätte ist Solo Farming, also die Leute verteufeln das ja dann wieder, höchstwahrscheinlich. Einige Leute. Aber das Ding ist halt, ein Vorteil von sowas ist halt, also gut, wobei es natürlich auf die Droprate ankommt. Aber die müsste ja, na gut, ist schwer zu sagen. Aber mal angenommen, du könntest Tramnux Solo farmen oder alle Dungeons Solo farmen, sie würden einen neuen Solo-Modus erschaffen, was ja doch sich einige Leute wünschen, weil man dann nicht immer eine Gruppe suchen muss und man auch mal einen Run schnell machen kann, ohne dass man direkt wieder eine Stunde farmen muss oder so. Weil der Dungeon ja wahrscheinlich wesentlich leichter sein Solo-Modus verfügbar ist.
By the way, wäre es mal wieder an der Zeit für eine Cheer Nation, Baby. Aber ich gehe jetzt auch nicht her und berechne quasi jedes Pommes, das ich esse, auf den Centbetrag genau und rechne mir dann aus, heute habe ich 4,26 für Essen ausgegeben. Oh, das ist zu viel gewesen. Es hätten maximal 3,79 sein müssen oder so ein Scheiß. Also das wäre actually geisteskrank. Also solche Psychosen schiebe ich auch nicht. Aber ja, ich bin schon sparsam. Kann man wohl sagen. Haben wollen. Also ich schon, Jax. Die treffe ich immer beim Bingo-Spielen. Das ist immer die gute alte Renate beim Bingo-Spielen. Sorry, Jax, dass du keine Frauen im reifen Alter kennst. Mein Beileid. Loser. CS-Sets auch, aber nicht immer. Ich meine, es gibt auch echt beschissene CS-Sets. Oder sau langweilige einfach, so wie der Overall. Wenn das Set heißt Overall CS, da hat man schon wenig Vorstellung, als wenn jetzt jemand sagt, ja, da gibt es ein Overall Fashion Set. Denkst du dir schon so, okay, kann ich mir jetzt nicht wirklich was drunter vorstellen. Und dann siehst du es. Und dann ist es halt literally einfach ein Typ, der ein Overall trägt und das war's. Also ich meine, langweiliger geht's halt einfach nicht. Aber der Name ist quasi Programm. Aber an für sich, das ist schon, was sie teilweise raushauen, echt nicht schlecht. Also, wie gesagt, jetzt das CS-Pad, dann haben sie ja letztens auch dieses Pixel-Pads rausgehauen. Dieses Tamagotchi-Vieh. Also, und das Fluggerät, das Kriegspferd und so. Also teilweise hauen die schon echte Banger raus. Umso enttäuschender ist es halt, wenn sie so ultra beschissene Sachen raushauen, ab und zu. Weil du dir halt denkst, ey, die sind doch in der Lage, solche Banger zu kreieren. Wieso hauen sie jetzt sowas Hässliches raus, das sich kein Mensch kaufen wird? Aber schätze mal, es ist auch ein großer Teil, ist wahrscheinlich auch einfach Personal Preference. Weil ich mir echt nicht vorstellen kann, dass jemals jemand dieses Kaktus-Set geil fand. Ich bin immer noch ein Kaktus-Hater. Kaktus-CS-Set-Hater.